Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Börs. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute sprechen wir über Ghost Godzilla, ein unbenutztes Kaiju, welches für das Finale der Heise-Reihe geplant war. Ghost Godzilla wurde ursprünglich als Pitch von Shogo Toriyama konzipiert, der sich das Monster als ein Kollektiv aus Bioenergie vorstellte, das sich nach seiner Zerstörung durch den Sauerstoffzerstörer im Laufe von 40 Jahren vereinen würde. Dafür wurde die ursprüngliche Funktion des Oxygenzerstörers geändert, und anstatt dass Godzilla durch die Waffe zersetzt wurde, kam es stattdessen in einem Augenblick zu einem Zeitsprung von 10.000 Jahren, der seinen Körper und seine Knochen zerstörte, aber nicht seine Lebenskraft und sein Bewusstsein. Ghost Godzilla wurde verworfen, weil Regisseur Takao Okawara Berichten zufolge der Meinung war, dass es keine gute Idee gewesen wäre, einen dritten Film zu drehen, in dem Godzilla gegen ein anderes Duplikat seiner selbst antritt. Godzillas vorherige beiden Gegner, Mechagodzilla und Space Godzilla, waren schließlich schon Duplikate von ihm selbst gewesen. Ghost Godzilla selber wurde schließlich durch Barubara ersetzt, der anschließend in Destroyer umgearbeitet wurde. Ghost Godzilla wurde ein letztes Mal als Charakter für Bio-Godzilla in Betracht gezogen, wo er sich mit einem erwachsenen Godzilla Jr. zusammengetan hätte, um eine noch größere Bedrohung entgegenzutreten. Als jedoch Tomoyuki Tanaka 1997 verstarb, wurde Bio-Godzilla verworfen und Ghost Godzilla gleich mit. Selbst die zahlreichen Fanzuschriften konnten an der Entscheidung nichts mehr ändern. Laut der von Shinji Nishikawa am 27. Dezember 1994 in Auftrag gegebene Konzeptzeichnung von Ghost Godzilla hätte Ghost Godzilla in einen Entwurf des Films Godzilla Jr. besessen, wodurch er von innen nach außen zu einer Form heranwuchs, die dem Godzilla von 1954 ähnelte. Als Folge des plötzlichen Wachstums hätte Ghost Godzilla große Risse in seiner Haut, und Ghost Godzilla schien auch weiße Augen ohne Pupillen zu haben. Er sollte etwa 80 Meter groß sein und damit wäre sein Körper größer als 1954, aber kleiner als der des Heisei Godzillas. In 2001 drehte Shizuke Kaneko GMK. Dort hätten alle im Pazifikkrieg umgebrachten Menschen sich in Godzilla manifestiert. Godzilla hat hier keine Pupillen, es ist also gut möglich, dass dieser an Ghost Godzilla angelehnt ist. Seine Fähigkeiten variieren in den verschiedenen Skripten. In einem Entwurf kann Ghost Godzilla seinen atomaren Atem benutzen, so wie er es auch schon zu Lebzeiten konnte. Zudem kann er von anderen Kaiju wie Godzilla Jr. und Anguirus und sogar Menschen Besitz ergreifen. In Entwürfen, in denen er Godzilla Jr. und Anguirus besitzt, kann er seine Gefäße so mutieren, dass sie Merkmale seines ursprünglichen Aussehens aufweisen. Ghost Godzilla kann den Geist seiner Gefäße mit bösem Einfluss verderben, sowohl Levitation als auch Teleportation nutzen, Ektoplasma ausspucken, das Duplikate seiner selbst erzeugen kann und noch ein paar weitere Sachen. So kann er für das menschliche Auge unsichtbar werden, durch feste Objekte dringen und die Umgebung um ihn herum mit seiner Energie manipulieren. In seiner Form als Aurora Godzilla verschwinden Schiffe und Boote, sobald sie mit ihnen in Kontakt kommen. Im nicht gedrehten Film Bio-Godzilla kann Ghost Godzilla kämpfen, ohne vorher von einem anderen Kaiju Besitz zu ergreifen. In einem Entwurf des Films hasst er es bei Tageslicht draußen zu sein und erscheint nur nachts. Außerdem ist seine Bewegung auf die Orte beschränkt, zu denen er auch schon ging, als er noch ohne Gefäß lebte. In einem anderen Entwurf kann er aus seinem Gefäß gezwungen werden, wenn er genug Schaden nimmt, und es wird gezeigt, wie Godzilla ihn besiegen und aus Godzilla Jr. zwingen konnte. Seinem Besitz kann man widerstehen, wenn der Wille des Gefäßes stark genug ist. Dies zeigt sich darin, dass Godzilla Jr. kurzzeitig in der Lage war, vorübergehend die Kontrolle über seinen Körper zurückzugewinnen, bevor Ghost Godzilla erneut die Kontrolle übernahm. Ich habe das Gefühl, das wird Godzillas letzter Kampf. Hierzu gibt es viele Entwürfungsfragmente und wir haben sie so geordnet, dass eine verständliche Geschichte entsteht. Ob sie in dieser Form gedreht worden wären, können wir nicht sagen. 40 Jahre nach dem Einsatz des Oxygenzerstörers schafft es das Bewusstsein des originalen Godzillas, seine Lebensenergien zu bündeln. Auf diese Weise kann er als Geist in Erscheinung treten und streift durch die Gebiete, die er zu seinen Lebzeiten bewandert hat. Zusätzlich richtet er kleinere Zerstörungen, wie zum Beispiel Kratzspuren an Gebäuden an.
Als seine Gebeine verlegt wurden, hören seine Wanderungen auf. Später nimmt er seine zweite Form an, Aurora Godzilla. Er manifestiert sich in Form des Nordlichtes in der Nähe der Miura-Halbinsel, südlich von Yokohama, und ist zunächst nicht besonders bedrohlich, da er vor der Küste völlig still bleibt. Wenn aber Schiffe oder Boote versuchen, es zu passieren, verschwinden sie auf mysteriöse Weise in einen Lichtblitz. Erst als Godzilla Junior durch eine übermotivierte Reporterin in die Nähe gebracht wird, erwacht Aurora Godzilla allmählich zum Leben und seine transparente Gestalt zerplatzt im Nebel. Dieser verdichtet sich dann zu einem leuchtenden Lichtball, in dem Junior eingesogen wird. Der Körper des jungen Monsters ähnelt dann einer formlosen, aufgeschütteten Lavamasse, bevor er das Aussehen des ursprünglichen Godzillas annimmt und dann Tokio angreift. Und daraufhin greift Heisei Godzilla ein. Er kämpft gegen Junior und als sie ihm genug Schaden zugefügt hat, wird er von Ghost Godzilla befreit. Heisei Godzilla denkt daraufhin, dass Junior tot ist und verschwindet leidgeplagt im Meer. Auch die Knochen des originalen Godzillas werden dabei zerstört. Miki kann jedoch nicht glauben, dass Godzilla tot ist, weil sie noch vermeintlich eine Verbindung spürt. Sie findet ihn und nimmt den verletzten Junior mit nach Yokohama. Dort spritzt sie ihm radioaktives Material, um ihn zu heilen. Währenddessen greift auch die Armee ein und sie setzt die neue Waffe, den Neo-Oxygen-Zerstörer, den Hideki Ogata, der Sohn von Ogata und die Miko erfunden hat, ein. Und dabei stirbt der Heisei Godzilla. Aus dem Staub der Knochen des originalen Godzillas und seiner verbleibenden Lebenskraft kann Ghost Godzilla seine dritte Form annehmen. Er wird zu Crystal Godzilla und greift den Hafen von Yokohama an. Junior kann von der Behandlung geheilt, gewachsen und gestärkt dann selber wieder in den Kampf eintreten. Miki fragt sich, ob sie das Richtige getan hat oder ob sie einen todbringenden Godzilla erschaffen hat. Im Endkampf schafft Junior es, Crystal Godzilla zu vernichten. Und daraufhin verschwindet er im Pazifischen Ozean. Miki schaut zu, wie er verschwindet und betet, dass Junior ein Freund der Menschheit bleibt. Godzilla. Dass dieser Film nicht gedreht wurde, ist bis heute schwer zu erklären. So hätte zum Beispiel die Millennium-Reihe damit beginnen können. Die Ideen müssen auch Toho gefallen haben, denn so mancher Vorschlag hat es in spätere Filme geschafft. So sehen wir zum Beispiel in Godzilla vs. Mechagodzilla, dass die Grundlage für Kiryu das Skelett vom 1954er Godzilla ist. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und dass für euch neue Informationen dabei waren. Bis dann! Es war Frankenstein.